So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D 3D Sidescroller-Plattformer für die Unreal Engine 5. In meinem Fall ist es schon die Version 5.5.3 und in diesem Abschnitt werden wir einen Event-Dispatcher einführen, der die Anzahl der Kisten zählt, also unserer Chests, und in dem Moment, wo sämtliche Chests erledigt sind, wird dann sozusagen das Schwert übergeben, sodass der Player dann auch schon mal bewaffnet ist. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch versuchen, die große da noch wegzubringen. Das ist teilweise gar nicht so leicht, da habe ich sie auch schon. Und jetzt sehen wir dann gleich, was wir diesmal erledigen. So, jetzt kommt eine kleine Animation, unser Sword Pickup wird gespawnt und dann kann ich dementsprechend das Ganze aufsammeln und bin ab diesem Moment bewaffnet. So, um das geht es jetzt in diesem Abschnitt und dann wünsche ich dir viel Spaß dabei. Der Sinn dieses Abschnitts ist, das Ganze über einen Event-Dispatcher abzuwickeln. Das bedeutet, wir können eine unbestimmte Anzahl an Gegnern haben und wenn sämtliche Gegner eliminiert sind, dann wird ein Event ausgelöst, zum Beispiel, dass wir dann als Belohnung das Schwert bekommen. So, und wir arbeiten ja hier aktuell mit unseren Chests und da haben wir ja im vorangegangenen Abschnitt haben wir ja die Chest nicht hier drin, sondern unter Enemies haben wir im Monster 3D unter Chest, da haben wir ein BP Chest Child erstellt. Das war hier rechte Maustaste Create Child Blueprint. Das hat den Vorteil, wir können immer auf BP Chest referenzieren, weil unser BP Chest Child, wenn ich hier mal auf Full Blueprint Editor gehe, dann sehe ich, dass das Ganze hier oben rechts Parent Class von BP Chest abgeleitet ist. So, das ist jetzt meine BP Chest Child, die werde ich aber jetzt nicht anfassen, weil wir ja eben referenzieren auf unsere Parent Class und deswegen können wir uns von der Child mal trennen. Wir öffnen jetzt einfach mal die BP Chest, also die Masterklasse, und hier werden wir jetzt einen Event Dispatcher hinzufügen. Hier unten links unter Event Dispatchers auf Plus und dann sagen wir einfach mal I am killed. So, I am killed. Und das wird unser Event Dispatcher. So, dann gehen wir mal auf Compile und jetzt suchen wir uns die Stelle raus, wo unsere Chest gekillt wird. Das ist hier mit der Death-Animation und dann geht es weiter nach hinten. Da kommt noch ein Sound und ein Emitter, glaube ich, genau, das ist der Sound und dann kommt Destroy Actor. So, an dieser Stelle werden wir die Verbindung mit Alt-linker Maustaste mal trennen und hier callen wir jetzt einfach mal die I am dead Geschichte. Das heißt, ich ziehe sie jetzt mal rein und dann sage ich einfach mal Call. So, hier werden wir jetzt diese I am dead Message, man sieht es an diesem Envelope, dass das ein Briefchen ist an alle anderen, die es hören wollen, die den empfangen wollen. Das Schöne an Event Dispatchen ist, jedes erdenkliche Blueprint ist in der Lage jetzt diese Nachricht zu empfangen, wenn es das natürlich will. So, dann haben wir hier praktisch diese Message versendet, wenn die Kiste zerstört ist, das heißt, wenn jede einzelne Kiste zerstört ist und dementsprechend bauen wir uns jetzt einen Empfänger auf. So, und dazu gehe ich wieder auf die Map rüber, ich gehe dabei mal wieder auf Content, Blueprints und hier drin machen wir einfach mal einen BP Chest Kill Check zum Beispiel, ich nenne es einfach mal so. Gut, dann mache ich eine Blueprint-Klasse, die ist vom Typ Actor und die heißt bei mir jetzt mal BP und dann Chest Kill oder Count oder Check. Ich mache Count, okay. BP Chest Kill Count. So, per Doppelklick können wir diese auch gleich öffnen und dann gehen wir hier einfach rüber auf den Event-Graphen. Als allererstes wollen wir mal feststellen, wie viele Chests befinden sich eigentlich in unserem Level, die gekillt werden sollen. Das heißt, von diesen beiden trenne ich mich mal beruhigt und dann gehen wir raus bei Event Begin Play und sagen einfach mal Get All Actors of Class, also mit Plural, Get All Actors of Class, und in diesem Fall suchen wir einfach unsere BP Chest raus, die Parent, die Parent-Klasse von unseren Childs, von unseren Kinderklassen. So, das ist die BP Chest, die Oberklasse, von dem alle anderen abgeleitet sind. Und jetzt, wenn wir hier rausziehen, dann können wir sagen, for
for each loop, und zwar an der Stelle, so dass wir das, wenn wir das von hier herausgezogen haben, hier beim Array-Element eine bpchest-Object-Referenz zurückbekommen. So, an dieser Stelle wollen wir durchzählen, ganz klar, das bedeutet, wir brauchen einen Counter, Variabel auf Plus, und die nennen wir jetzt einfach mal Chest Counter, so, oder Chest Amount, ich würde sagen Chest Amount, und die wird sein vom Typ Integer. So, dann gehen wir auf Compile und zu Beginn hier unten Default Value rechts, Chest Amount 0, also 0 ist in Ordnung. Gut, dann wollen wir die natürlich beim Durchzählen bei Get All Actors of Class im Loop Body erhöhen, das heißt, wir holen uns das mit Get raus und machen dann ein Increment int, und dadurch zählen wir, wie viele Kisten sind denn jetzt eigentlich oder Schatztruhen in unserem Level, die gekillt werden sollen, und dann müssen wir das alles noch binden an unsere Message aus der bpchest. Hier kommt ja call I am killed, also als Envelope, und hier drüben werden wir das Ganze dann einfach mal binden. So, dann ziehen wir hier raus und dann sagen wir bind event to und dann I am killed heißt es, und unter Context Sensitive finden wir das nicht, das heißt, wir müssen hier das Häkchen rausnehmen und dann können wir diesen Bind Event to I am killed aufrufen. So, dann haben wir hier das Array Element, das ist das Target. Und jetzt benötigen wir beim Event selber noch eine Delegate, und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir ziehen heraus und dann werden wir das Context Sensitive wieder selektieren. Dann gibt es hier Add Event, Add Custom Event, das wäre die eine Möglichkeit. Da sind wir aber an diese rote Delegate-Linie gebunden und dann geht es hier weiter. Und wenn wir diesen Custom Event woanders hinschieben, dann sieht es immer ein bisschen komisch aus. Das kann man machen, wenn wir jetzt sowas abwickeln wie wir. Aber ich zeige jetzt auch mal eine andere Möglichkeit, das heißt, ich lösche das hier einfach mal raus. Dann ziehen wir hier raus, dann können wir auch sagen Create Event, wir können sagen Select Function und zum Beispiel sagen wir Create a Matching Event. So, da haben wir hier unseren Matching Event und den nenne ich jetzt einfach mal Kill Counter. So, das wird mein Kill Counter, und jetzt sieht man auch schon, diesen Custom Event können wir hinlegen, wo wir möchten. Wir haben hier keine rote Delegate Verbindung, weil das Ganze eben hier über unsere Signature Kill Counter Geschichte abgewickelt ist. Das heißt, diese Delegate ruft dann unseren Kill Counter auf, der liegen kann, wo er jetzt möchte, innerhalb unseres Event Graphs. So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Counter an und für sich, der durchzählt, wie viel sind denn schon gekillt. Das heißt, wir gehen einfach mal auf Compile und dann auf Variable Plus und dann sagen wir einfach mal Counter. So, das wird unser Counter, ebenfalls vom Typ int und auch defaultmäßig auf 0, und den werden wir jetzt einfach jedes Mal um 1 erhöhen. Das heißt, ich ziehe ihn raus mit Get und dann machen wir ein Plus, also ebenfalls ein Increment int, und dann haben wir sozusagen den Counter schon mal um 1 erhöht, und jetzt müssen wir nur noch abfragen, ob der Counter größer gleich unserem Amount ist, also eigentlich gleich, aber ich mache immer gern größer gleich und kleiner gleich, denn sicher ist sicher. Das heißt, ich ziehe den Counter raus und dann sage ich einfach mal greater than, so greater equal, und dann können wir das Ganze mit diesem Chest Amount verknüpfen. Also wenn die maximale Anzahl gekillt ist, dann wollen wir eine Branch, B auf dem Keyboard, linke Maustaste, dann wollen wir sozusagen jetzt was auslösen, und in meinem Fall würde ich gerne einfach mal das Schwert spawnen. So, gut, dann habe ich das an dieser Stelle schon mal so vorbereitet, und dann ziehen wir hier bei True raus und sagen einfach mal Spawn, und zwar Spawn Actor from Class. Und was wollen wir denn haben? Ich würde sagen, wir geben unser Schwert her, das ist unser Sword Pickup, nennt sich das. BP Pickup Sword Child, da arbeiten wir ebenfalls mit Child Blueprints, und dementsprechend habe ich natürlich hier noch was zum Aufklappen. Da haben wir dann noch Collision Handling Override, da werden wir von Default gehen auf Try to Adjust Location, but always spawn, dass dieses Schwert auch immer wirklich gespawnt wird, dass es sozusagen gewährleistet ist. So, und dann haben wir das auch schon gespawnt, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Position, eine Transform, und die holen wir uns einfach mal aus unserer Actor Transform von unserem bpchest Kill Count, und da sagen wir hier get Actor Transform, und die verknüpfen wir hier mit der
Span-Transform. So, dann können wir hier schon mal beruhigt auf Compile gehen und Save. Wechseln auf unsere Level 1 Map und jetzt müssen wir lediglich noch unsere Spawn-Position platzieren. Das heißt, ich habe hier meinen BP Chess Kill Count und ich versuche den hier irgendwie mal mittig hineinzulegen. So einigermaßen kannst du natürlich irgendwo positionieren und das Ganze dann dementsprechend vielleicht ein bisschen höher, dass das irgendwie so drin steht. So, damit ist mein BP Chest Kill Count schon implementiert und wenn ich mir jetzt diese Animation sparen möchte, könnte ich natürlich von hier starten, Taste M drücken für den 3D-Modus, aber diese Zeit nehme ich mir, ich starte einfach mal von hier durch. Erst mache ich mal ein Save All, macht immer Sinn, und dann ein Play from Here. Dann habe ich ja meinen 3D-Switch, der automatisch mit umschaltet. Aktuell ruckelt mein Bildschirm ein wenig, ich habe anscheinend zu viel auf. Das bedeutet, ich werde das einfach nochmal ganz kurz wiederholen, damit es besser sichtbar wird. So, dann, jetzt läuft's gut, dann kommen unsere Animationen an der Stelle, Kiste 2, Kiste 3, die bisschen größere Kiste, und jetzt geht's los. Mein Get All Actors of Class sollte jetzt an der Stelle 4 Kisten gezählt haben, eine ist tot, dann geht's weiter, dann müssen wir uns um die nächsten kümmern, das kann jetzt noch ganz kurz dauern, 1, 2 sind tot, dann haben wir Nummer 3, ist auch kaputt. Und jetzt kommt die Nummer 4 dran. Da muss ich bloß noch irgendwie nach oben kommen, falls ich es schaffe. Meine ist doch zu groß anscheinend an der Stelle. Doch jetzt glaube ich, komme ich drauf, oder? Ne, komme ich immer noch nicht. Doch, jetzt habe ich sie. So, jetzt ist der Counter fertig und jetzt sollte an dieser Stelle auch das Sword gespawnt sein. Und da ist es auch und jetzt können wir es als Pickup ganz einfach einsammeln. So, also du siehst, das funktioniert. Der Event Dispatcher löst pro Kill eine Message aus, die dann aufgrund des Amounts der Kisten, die zu töten sind, sozusagen dann durchzählt, und wenn die maximale Anzahl erreicht ist, dann wird diese andere Bind-Event-Geschichte ausgelöst und dann können wir dann auch spawnen oder sonstige Sachen durchführen. So, jetzt runden wir das Ganze einfach noch ab. Ich würde einfach mal auf die BP Chest gehen. Da habe ich ja einen Emitter, meine Explosion von meinem Starter-Content, aber ich habe ja die schönen Sachen da runtergeladen aus meinem VFX-Pack Volume 2 in dem vorherigen Sequencer-Kapitel, und dann nehme ich jetzt mal die Big A Explosion. Die sieht bestimmt ein bisschen schöner aus. Und jetzt möchte ich auch noch darauf aufmerksam machen, dass dieses Schwert gespawnt wird. Das heißt, wir machen eine ganz schnelle, kurze Level-Sequenz dazu. Also hier erstmal auf Compile, dann auf Level 1 Map, und jetzt gehe ich einfach mal auf Content in meinen Sequences Ordner und dann rechte Maustaste Cinematic Level Sequence, und die nenne ich an der Stelle jetzt einfach mal meine Sword Pickup Sequence, zum Beispiel Sword Pickup Sequence. So, das ist meine Sword Pickup Sequence und per Doppelklick kann ich diese dann auch schon öffnen. So, da ist sie auch schon. Jetzt benötige ich an der Stelle wie üblich einen Cine Camera Actor. Ich gehe auf das Hamburger Icon hier oben und dann auf Create Camera hier, Cine Camera Actor, und der ist dann natürlich gleich vorselektiert, und dann kann ich hier unten bei der Sequenz auf Add Actor to Sequence, Add Actor, Cine Camera Actor. Bei mir heißt der 4, weil ich schon wieder ein paar gelöscht habe. Bei dir wird er wahrscheinlich 1 heißen, der vorige heißt 0. Auf jeden Fall benötigst du den Cine Camera Actor, den du gerade implementiert hast. So, dann kommt er hier schon mal rein, da haben wir den drin, und jetzt werden wir das Ganze so einstellen, dass sich die Kamera immer auf unser gespawntes Schwert fixiert. Das heißt, hier liegt ja mein BP Chest Kill Count und den habe ich ja ein bisschen so in der Luft positioniert. Ich bin ja aktuell auch mit meiner Kamera hier auf Active, das heißt Inactive Active. Man sieht es an dem verschmälerten Bildschirm. Und jetzt werden wir einfach diese Kamera, wir selektieren es hier nochmal an, also ich muss es zumindest, sonst müsste ich es mir hier suchen im Outliner. Da werden wir an der Stelle einfach noch ein paar Änderungen vornehmen. Und zwar gibt es hier ein Look at Tracking Settings, und das klappen wir auf, falls es zugeklappt ist, und dann sagen wir Unable Look at Tracking,
und dementsprechend haben wir natürlich jetzt eine ganz andere Einstellung. Wir werden zuerst einmal unser Tracking-Objekt uns raussuchen. So, an der Stelle würde ich sagen Actor to Track, da können wir hier direkt auswählen aus den ganzen Assets, aber wir haben hier eine schöne Pipette mit Pick und dann gehen wir hier auf unseren BP Chess Kill Count, den picken wir uns einfach mal heraus und dann können wir wieder sagen Unable Look at Tracking und dann sind wir hier schön fixiert auf den Punkt, wo das Schwert dann später gespawnt wird. So, dann gehe ich mal wieder auf Save und jetzt möchte ich auch nicht dieses schmale Format, könnten wir natürlich auch lassen. Ich bevorzuge aber noch ein bisschen runter zu scrollen und das Constraint Aspect Ratio mache ich raus, sodass die Kamera jetzt von meiner Sequenz so aussieht, ungefähr wie die Player-Kamera. Gut, damit wäre das erledigt und jetzt müssen wir dem Ganzen noch irgendwie eine Sequenz hinzufügen. Das heißt, ich ziehe jetzt hier einfach mal raus. Für den Anhaltspunkt würde ich sagen, hier geht's los und dementsprechend können wir dann hier auch schon einen sogenannten Transform-Punkt setzen. Das heißt, hier kann ich mal zuklappen und dann mache ich hier einfach mal Transform. So, dann habe ich hier meinen ersten Transform-Punkt und jetzt fahre ich einfach mit dem Ganzen ein bisschen rüber. Ich sage 2 Sekunden lang soll es sein. Dann gehe ich mal hin auf meine Geschichte, auf meinen BP Chess Kill Count, dass der schön im Blick ist, sagen wir mal so. Und dann sage ich hier wieder Transform. Gut, dann kann ich das Ende mit der roten Linie hier bei 2 Sekunden praktisch beenden und das andere schiebe ich auch noch ein bisschen rein. Gut, dann einmal zurück und einmal Play und dann sehen wir, dass wir schon an diese Position hinfahren und ich denke, das ist ausreichend, da wird der Player auch darauf aufmerksam gemacht, dass hier auch was passiert ist, in unserem Fall eben das Spawn von dem Schwert. Gut, dann haben wir das fertig, dann können wir hier einfach mal auf Save gehen, wir können die Sequenz schließen, wechseln auf BP Chess Kill Count und nach dem Spawn von unserem Schwert ziehen wir jetzt raus und schreiben Create und zwar Create Level Sequence Player und an dieser Stelle benötigen wir jetzt unsere neu erstellte Level Sequence, die nennt sich bei mir Sword Pickup Sequence. So, die Settings klappen wir jetzt auf, hier ist nicht viel zu tun, Split Struct Pin, hier benötigen wir lediglich das Autoplay auf True, sonst würde sie nur created werden, aber niemals abgespielt. So, wenn die Sequenz durch ist, das haben wir im vorherigen Abschnitt auch schon behandelt, da gibt es hier als Return Value Level Sequence Player Object Reference, da können wir herausziehen und dann sagen wir bind Event to on finished und das ist schon ein Unreal vorgefertigter Event Dispatcher, der ausgelöst wird, wenn die Sequenz zu Ende gespielt ist. So, dann gehen wir beim Event raus. Diesmal fahren wir die Variante. Wieder achten, dass Kontext sensitiv selektiert ist. Add Event und wir machen Custom Event und den nennen wir wieder Reset Player und dann Camera. Reset Player Camera, das wird das gleiche wie im vorherigen Abschnitt und da ziehen wir einfach raus und dann gibt es die Set View Target und da sehen wir auch schon, dass wir es nicht wirklich bekommen. So, jetzt gehe ich hier mal noch raus und dann wird es noch komplizierter. Das heißt, ich lasse das kontextsensitiv drin und wir bedienen uns dem Trick, da das Ganze ja dem Player Controller zugeordnet ist, gehen wir über den Player Controller, Get Player Controller und von diesem Player Controller ziehen wir heraus aus der Return Value und sagen dann Set View Target with Blend und dann bekommen wir es auch ganz simpel. Dann können wir das Ganze verbinden und unser New View Target, das können wir rausziehen. Das ist unser Get Player und dann Character. So, Get Player Character und dann einfach abspeichern. So, an dieser Stelle haben wir jetzt unsere Level Sequence created und machen auch ein Autoplay. Der Rest ist nicht relevant, da wir ja lediglich eine kleine Kamerafahrt zu unserem gespawnten Sword Pickup sozusagen hinzoomen und dementsprechend sollte das dann auch schon erledigt sein. So, jetzt hätte ich an der Stelle noch gerne einen kleinen Sound mit drin, das heißt, ich schiebe das hier mal raus, einfach mal nur so. Ich habe nicht viele zur Auswahl, glaube ich. Play Sound at Location, dann habe ich den da. Die Location wird sein meine Actor Location von meinem BP Chess Count.
Dann habe ich hier Get Actor Location. Das ist die Position, wo ich den Sound haben möchte. Den 3D-Sound wird es sein an der Stelle. Und jetzt habe ich hier Sound Assets. Ich gehe einfach mal schon mal auf Compile, Level 1 Map und dann gehe ich auf Content und dann schaue ich mal nach, wie wenig oder wie viele Audio-Files ich habe. Es wird nicht viel sein. Ich habe nicht viele von meinen kostenlosen Farbassets mit heruntergeladen. Ich habe hier nur so lustige wie Step und hier gibt es einen Washoft. Egal, ich nehme jetzt einfach irgendeinen, weil ich nichts zur Auswahl habe. Es gibt ja sehr, sehr viele auf Fab, wo wahrscheinlich auch kostenlose dabei sind. So, den selektiere ich an, BP Chest Count und dann gehe ich mit dem Pfeil nach links, User Set Browser Selection und dann ist die ganze Geschichte schon implementiert. So, das müsste es gewesen sein an dieser Stelle. Das bedeutet, ich trenne mich jetzt hier einfach auch mal von meinem Filter und dann kann ich das Ganze nochmal mit einem Play from Here testen. So, dann spiele ich das Ganze nochmal durch. Es folgt die Levelsequenz aus dem vergangenen Kapitel. Die 4 Kisten tauchen dann plötzlich auf und jetzt hole ich mich zuallererst mal ein Power-Up, damit ich auch eventuell die große Kiste erledigen kann. Und dann beginne ich schon mal mit den kleinen. Das war die Nummer 1, die Nummer 2 und an der Stelle dann hoffentlich auch die Nummer 3 und dann ein Gravity Boost. Und dann hoffe ich auch, dass ich hier mit der Nummer 4 klarkomme. Und jetzt kommt meine Level-Sequenz. Okay, der Sound wird überdeckt durch die Explosion. Da müssten wir vielleicht noch ein Delay einführen. Aber ich denke, das ist soweit schon mal in Ordnung und klar, dass das mit dem Sound halt einfach überlappt. Gut, das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat dir wie immer etwas Spaß gemacht und über ein Like und oder ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.